Willkommen zu meinem zweiten Vlog. Heute widmen wir uns der Frage, welche dieser Städte denn nun meine Lieblingsstadt war. Aber zuerst, das ist auf jeden Fall mein Lieblingsmensch. Okay, jetzt da ich meinen kitschigen Schmalz gleich am Anfang platzieren konnte, ist das nun auch erledigt. Bevor es so richtig losgeht, habe ich ein Suchspiel für euch. Und zwar, wo in diesem Video seht ihr ein Känguru? Unter allen Teilnehmenden verlose ich ein kostenloses Kompliment von mir. Wenden wir uns nun der ersten Stadt zu. Und zwar war das Murcia und von Weihnachten her war die Stadt noch so richtig schön festlich geschmückt, wie ihr gleich sehen werdet. Das ist übrigens die Santa Maria Kathedrale in Murcia. Was mir übrigens an den spanischen Städten besonders gefallen hat, waren diese Orangenbäume, die überall herumstanden. Das sind tatsächlich eher Bitterorangen, also nicht unbedingt die süßeste Versuchung, seit es Orangen gibt, aber auf jeden Fall sahen sie richtig schön aus. Hier seht ihr so die Innenstadt von Murcia. Und als wir weiterliefen, entdeckten wir eine Weihnachtsspielzeugausstellung, die ich euch jetzt gern zeigen möchte. Sorry, aber wie süß ist das denn bitte? Also mit dieser Ausstellung hat sich definitiv jemand richtig Mühe gegeben. Was mir in dieser Ausstellung besonders gut gefallen hat, war, dass auch mal kreativ gedacht wurde und so outside the box einfach ein schöner Kolibri dahingestellt wurde. Tatsächlich waren das schon so meine Highlights von Murcia. Wir sind dann noch so richtig schön japanisch essen gegangen und ich liebe ja Ramensuppe. Ja, die seht ihr jetzt da auf dem Bild. Wir haben den Tag dann noch so richtig schön ausklingen lassen und danach am nächsten Tag gab es bereits einen neuen coolen Ausflug. Neuer Tag, neuer Ort. An diesem Tag haben wir die nähere Umgebung von La Manga erkundet und dabei ein paar richtig schöne Ecken entdeckt. Besonders die letzte hat mir richtig gut gefallen. Fangen wir aber zuerst mit was anderem auch Interessanten an. Und zwar, wollt ihr wissen, wie La Manga del Mar Menor von außen betrachtet aussieht? Na dann kommt mit! So, das ist also der Zipfel La Manga del Mar Menor von außen betrachtet. Ja, dann werde ich doch gleich mal reinzoomen und zeigen, wo sich unser Feriendomizil befindet. Ja, genau. Da ist es. Das war übrigens an diesem Kap, das heißt Cabo de Palos, mit gleichnamigen Leuchtturm. Und von da hatten wir einen traumhaften Blick auf die Bucht dort. Meine Damen und Herren, wir sind in der Pampa. Spanische Superpampa.
Sogar in dieser Pampa mit, wie nennt man die? Da die Hubeldinger. Strafe, ne? Wie nennst du die? Wie heißt denn der? Schikane. Ja, Schikane. Wir werden schikaniert auf der spanischen Straße. Dieser professionell gepflasterte Weg führte uns zum Playa del Calblanco. So ein richtig schöner Strand und weil ich da so richtig happy war vom schönen Meer, musste ich da einfach tanzen. Ihr müsst wissen, ich liebe Tanzen schon seit meinem 5. Lebensjahr, aber trotzdem macht es hungrig und so haben wir dort unseren Proviant verzehrt. So, jetzt will ich euch gar nicht mehr auf die Folter spannen, was denn an diesem Tag mein Lieblingswort war. Nur den Cliffhanger zu meiner Lieblingsstadt lasse ich noch ein Weilchen bestehen. Und zwar meandern wir hier zum Playa del Lastre bei der kleinen Stadt Portmán. Und warum das so was Besonderes war, das seht ihr jetzt. Und zwar war der Sand dort so dunkel und ich weiß nicht, ob das ein Mix aus Erde und Sand war oder irgendwie sowas. Vielleicht wisst ihr das ja. Mich hat es auf jeden Fall an so vulkanischen Sand erinnert. Solltet ihr diesen Strand bisher enttäuschend gefunden haben, kann ich euch beruhigen, das war noch nicht alles. Denn da gab es so Klippen in der Nähe und ja, ihr dürft dreimal raten, was wir da genau gemacht haben. Also ich weiß jetzt nicht, was ihr da jetzt genau gedacht habt, aber auf jeden Fall sind wir da sozusagen klettern gegangen. Und hier zeige ich euch meine höchst professionelle Kameraführung. Und ja, die rührt daher, dass ich wirklich probiert habe, da nicht hinzufallen, was mir tatsächlich geglückt ist. Seid ihr eigentlich Typ Felsen oder Typ weiche Düne? Weil ich finde so Felsen einfach so faszinierend. Diese Furchen, dieses Zerklüftete. Ich finde das einfach wahnsinnig spannend. Aber gut, ich bin auch die Tochter eines Geologen. Hier noch eine letzte Rundumsicht von diesem schönen Ort, bevor ich euch unser Abendessen zeige mit einem sehr interessanten spanischen Lebensmittel. Und zwar haben die Spanier so einen lustigen, wabbeligen Frischkäse, der heißt Burgo de Arias. Und da war zwar keine Gelatine drin, aber das war einfach so ein fester Frischkäse und der schmeckte einfach nach Milch. Willkommen in der Hafenstadt Cartagena und ja, es ist jetzt die große Frage, war das denn jetzt meine Lieblingsstadt? Das werdet ihr noch erfahren. Was für mich hier die größte Attraktion war so ein römisches Theater, das zwischen 5 und 1 vor Christus erbaut wurde, aber erst 1988 wiederentdeckt wurde. Ja, und vorher haben die Leute wohl einfach Sachen oben drüber gebaut und die Steine für ihre Häuser verwendet und irgendwann hat man so gemerkt, da ist ja was, das könnte man ja mal ausbuddeln und zeigen, ne? Ja, und da ist es auch schon. Und wie ihr seht, sind da teilweise so halbe Häuser. Die wurden dann in der Mitte so durchgeschnitten, um das alte römische Theater wenigstens in seiner halben Pracht zeigen zu können. So, genug Cat-Content, das ist schließlich mein Travel-Vlog. Kommen wir zurück zum Theater. Natürlich habe ich mich nicht gescheut, mich für euch zum Affen zu machen und von allen Leuten eine Rede über Sitte, gesunden Menschenverstand und der Aufzucht von Kaulquappen zu halten. Das Publikum eskalierte hart. So, ich glaube, ihr könnt es erahnen, das ist immer noch nicht meine Lieblingsstadt, aber bevor es nun endlich zu dieser geht, wird sich zunächst einmal gestärkt.
Dieses Café hatte einfach eine bombastische Auswahl an Kuchen und ich hätte am liebsten alle genommen. Habe ich dann aber leider nicht gemacht. Für alle enttäuschten Hundeliebhaber kommt jetzt der ersehnte Dog-Content. Und zwar nicht nur in Form dieses süßen kleinen Hundis, sondern in Form von, ich weiß nicht, ist das Graffiti, aber so richtig cooler Wandmalerei. Zum Schluss hat Jonas noch neue Freundschaften geschlossen und über den Tag sinniert, den wir dann in Cartagena haben ausklingen lassen. Im Vergleich zum Sonnenaufgang des letzten Vlogs startet dieser Sonnenaufgang mit einem herrlichen Morgenrot. Das haben wir natürlich richtig genossen und sind dann zur letzten Stadt in diesem Vlog aufgebrochen, und zwar Alicante. Und ich sehe schon das riesengroße Fragezeichen über euren Köpfen schweben. Ja, warum, Janine, ist das jetzt deine Lieblingsstadt da? Nun, also ganz einfach. Es ist tatsächlich die Atmosphäre dieser Stadt, die etwas Besonderes ausgemacht hat. Es gab dort viel Grün, viele spannende, interessante Bäume, Palmen, Meer und ja, zum Beispiel auch diese interessante Pilzstraße. Ich meine, wer ist auf die Idee gekommen, das zu machen? Und geht's da nur mir so oder erinnern euch diese Pilzgesichter auch so an Disney? Ich finde, die sehen total Disney-mäßig aus. An diesem Tag fand in Alicante das Dreikönigsfest statt und die Leute haben da so richtig coole Sachen aufgebaut, wie beispielsweise diese Stände mit den 3 heiligen Königen, und es gab Zebras, warum auch immer. Was ich per se aber richtig faszinierend an dieser Stadt fand, waren diese mangrovenartigen Bäume. Also, excuse me, wieso stehen da so viele coole Bäume rum? Was machen die in Alicante? Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde die faszinierend. Allgemein habe ich in diesem Video versucht, diese richtig angenehme südländische Atmosphäre der Stadt Alicante einzufangen. Ich hoffe, es ist mir gelungen und ich hoffe, ihr könnt das auch spüren. Diese Atmosphäre von Grün und Freiheit und Wind und Meer und ja, Lebensfreude. Und ich sage euch jetzt, warum mir dieser Panda so richtig leid tat. Es waren dort im Januar 21 Grad. Volles T-Shirt-Wetter. Hier der Beweis. Mit T-Shirt unterwegs. Jetzt muss ich euch mal kurz von meinem Food-Trauma berichten. Ja, ich weiß, diese Lasagne sieht richtig gut aus, aber ihr glaubt nicht, was für eine Boshaftigkeit sich dahinter verbirgt. Denn diese Lasagne war kalt. Einfach eiskaltes Pesto draufgeschmiert und eiskalter Frischkäse und das waren kalte Zucchinischeiben. Ja, also geschmacklich schon nicht schlecht, okay, aber sorry, kalte Lasagne? Ist irgendwie ein Italiener unter euch? Was sagt ihr zu dieser kulinarischen Belästigung? So, nachdem ich von meinem Luxusproblem euch jetzt berichtet habe, geht's auch schon weiter und zwar, ja, hoch hinaus. Das Ziel ist die Castillo de Santa Barbara, also eine Burg bei Alicante. Und ich finde es irgendwie ganz lustig, dass man am Anfang einen Fahrstuhl nimmt, der quasi in den Berg drin reingearbeitet wurde. Und dann kommt man ein bisschen höher wieder oben raus und dann muss man halt weiter kraxeln. Und das könnt ihr jetzt mit mir miterleben.
man dann irgendwann oben angekommen ist, sieht man den nordöstlichen Teil der Stadt. Und Richtung Süden erstreckt sich der Hafen. Ja, und das ist der Blick von ganz, ganz oben. Und hier haben wir wieder einen tierischen Freund gefunden, nämlich eine Möwe, die sich die Stierkampfarena anguckt. Sehr spannend, oder? Und hier noch das Beweisfoto vom Gipfel, bei dem man also eindeutig sehen kann, dass ich gewachsen bin oder Jonas ist einfach geschrumpft. Man weiß es nicht. Ja, Fazit, Alicante ist für mich einfach die schönste Stadt dort gewesen. Was aber nicht heißt, dass der Rest des Vlogs jetzt nicht interessant sein wird. Hier zum Beispiel ist unser Haus gerichtet zur Straße. Unser Apartment war ja gerichtet zum Meer. Und am nächsten Tag haben wir einen sogenannten Lazy Day gemacht und ich habe versucht, ins Wasser zu gehen. Für den Brunch haben wir ein vegetarisches Schnitzel gekauft und nachher festgestellt, dass es eine non-existente Füllung besitzt. Ich sehe nicht. Aber schön die Aussicht. Und fragt euch sicher, ob ich da jetzt ins Meer gegangen bin. Die Antwort folgt jetzt. Nee, ich bin doch nicht bescheuert. So warm war es in Spanien im Januar nun auch wieder nicht. Zum Abschluss dieses Videos machen wir noch die coolste Food Transition ever. Wow, und schon ist das Essen fertig. Und wir haben nicht mal gekocht. Musst einfach nur die Kamera runter und dann wieder rauffahren und schon ist das Essen fertig. Toll, nicht wahr? So, das ist nun das Ende von diesem Vlog. Und obwohl wir doch so viel gesehen und erlebt haben, waren es doch die kleinen Dinge, die das Leben lebenswert machten und immer noch machen, wie Palmen, Sonne oder einfach eine warme Lasagne. Und zum Abschluss wüsste ich gerne, wie hat euch dieser längere Vlog gefallen? Habt ihr lieber gerne kürzere oder längere oder sonst irgendwie ein Feedback? Ich bin sehr gespannt auf eure Rückmeldungen und freue mich auf das nächste Abenteuer mit euch. Fühlt euch gedrückt! Es war übrigens bei diesem Kap Cabo de Palos. Ja, was wollte ich noch dazu sagen? Hier ist einfach ein Turm, oder? Nein. Seid ihr eigentlich Typ Felsen oder Typ weiche Düne? Weil, ich finde so Felsen einfach so faszinierend. Diese Furchen, dieses Zerklüftete. Ich finde das einfach wahnsinnig spannend. Aber gut, ich bin auch die Vater eines Geologen. Oh nein, ich habe gerade mein Geschlecht geändert. Das ging aber schnell. Ja, und danach sind wir zur nächsten Stadt aufgebraucht. Wir sind zur Stadt aufgebraucht. Wir sind völlig verbraucht hier. An diesem Tag fand in Alicante das Dreikönigsfest statt. Ja, und die hat, wer auch immer, ne? Man weiß es nicht. Weiß man überhaupt irgendwas auf der Welt? Jetzt wird's philosophisch. Oh, da ist mein Finger. Warte, ich schaff's. Nein, nenn mir den Fingerzeiger. Da! Oh, nein! Das Video ist genial.